Wir sind heute nochmal in Altenahr, denn wie bereits von Markus im Update 12 angekündigt, stellen wir neben unseren Safety-Container einen mobilen Funkmast. Damit wollen wir die Leistungsfähigkeit unseres Mobilfunknetzes noch verbessern. Durch den Festnetzausfall und die vielen Hilfskräfte hier vor Ort, die auch untereinander kommunizieren müssen, haben wir ein hohes Verkehrsaufkommen in unserem Mobilfunknetz. Der Container wurde bereits gestern Abend angeliefert. Und wir sind heute dabei, wie er betriebsbereit gemacht wird. Neben mir steht mein Kollege Jörg vom Disaster Recovery Management. Er ist unter anderem für diesen Mobilfunkstandort zuständig. Jörg, was sind jetzt die nächsten Schritte, damit dieser Standort in Betrieb geht? Ja, nachdem wir den gestern Abend ja angeliefert haben und wäre jetzt der nächste Step im Grunde, dass wir die Mobilfunkantennen montieren am Mast, oben an so einem Antennenzopf. Und wir werden den Mast dann anschließend, wenn die Kabel angeschlossen sind von den Antennen, per Luftdruck mit dem Kompressor hochfahren auf 20 Meter. Und anschließend dann wäre der nächste Step, dass wir dann in Zusammenarbeit mit CM RAN in Nürnberg die Anlage über Glasfaser, über den auch angelieferten Safety-Container in Betrieb nehmen werden. Die wichtigste Frage überhaupt, wann soll der mobile Standort denn in Betrieb gehen? Das wird in den nächsten Tagen passieren. Morgen will ich nicht garantieren, aber übermorgen wird es wahrscheinlich doch dann sein, dass wir die Anlage einschalten können und auch der Betrieb möglich ist. Heute werden wir die Anlage aufbauen, morgen halt durchtelefonieren, nennt sich das bei uns, dass wir die Notrufe testen. Und wenn wir Glück haben, können wir halt übermorgen die Anlage ganz normal auch nutzen. Hier drin haben wir eine Stromversorgungsanlage, eine Gleichspannungsanlage. Hinter mir ist ein Antennenkoppelnetzwerk, wo die Antennenanlage zusammengeschaltet wird. Und als dritter Bestandteil haben wir natürlich die Sendeanlage, die BTS, mit den Remote Radioheads und natürlich noch eine Lüftungsanlage. Das sind so die 4 Hauptbestandteile von dem mobilen Antennenträger. Und natürlich der Pneumatikmast. Neben mir steht jetzt der Sheriff. Sheriff, was genau ist deine Aufgabe hier? Wir ziehen ja das Glasfaserkabel bis zum Kabelschacht in Kreuzberg und damit werden wir den mobilen Mobilfunkcontainer und den mobilen Safety-Container mit dem Internet verbinden. Warum holt ihr das Glasfaserkabel von Kreuzberg? Das Glasfaserkabel kommt eigentlich aus Ahrbrück und die Strecke von 4,2 Kilometern wurden ungefähr davon 2,5 Kilometer komplett weggespült. Und bis zum Schacht von Ahrbrück bis zum Schacht in Kreuzberg ist die Strecke noch in Ordnung, weshalb wir dann 2,5 Kilometer bis dahin Kabel ziehen müssen. Um so einen mobilen Mast aufzustellen, braucht es 3 Dinge. Erstens, der Untergrund muss tragfähig sein. Hier in Altenahr wurde er sogar extra für uns geschottert. Zweitens, die Anbindung, in diesem Fall per Glasfaser, und die erfolgt über den Safety-Container. Und drittens, der Standort muss an sich funktechnisch geeignet sein. Wenn der mobile Mast hier in Betrieb geht, dann können wir 4 Dienste anbieten. LTE 800, 1800, 2100 und GSM 900. Und damit das möglichst schnell passiert, lassen wir die Kollegen jetzt in Ruhe arbeiten.